Herzensgrüße vom 21. Juni 2025. Hilfe von unerwarteter Seite. Hallo ihr Lieben. Es gibt Tage, an denen habe ich auch mal eine kurze Auszeit. Trotzdem wurden mir natürlich diverse Dinge zugetragen, die ich mit euch gerne teilen möchte. Mal wieder Schüsse in Beresino. Am frühen Abend wurde in Beresino ein Überlebender in roter Kleidung gesichtet. Erst schien es harmlos, doch dann fiel ein Schuss. Jemand eröffnete das Feuer auf ihn. Die Beresino Boys wollten eingreifen, doch sie kamen zu spät. Und wieder einmal zeigte sich, in unserer Welt kann selbst ein falscher Farbton dein Todesurteil sein. War es wirklich die Farbe, weshalb er sterben musste? War der Schütze jemand, der es bewusst auf mich abgesehen hatte? Oder war es lediglich mal wieder ein Killer auf der Suche nach leichter Beute? Ich weiß es nicht, aber es bekräftigt mich darin, vorsichtig zu bleiben. Bitte seid auch ihr das in und um unsere Camps. Mate entfesselt. Wie ein dunkler Sturm zog Mate durch das Land. Nach seinem Bruch mit Misha schien er endgültig losgelassen und voller Zorn. Es kam Gerüchten zufolge zu Kämpfen, doch nicht direkt an unseren Lagern wie befürchtet, vermutlich weiter im Inland. Ich bin mir sicher, er sucht ein Schlachtfeld, das ihm gehört. Doch ich bin ebenso sicher, am Ende wird er darauf selbst fallen. Niemand kann ewig gegen alle anderen kämpfen, auch er nicht. Und wenn Misha eins gezeigt haben in der Vergangenheit, dann, dass auch sie in der Lage sind, immer wieder aufzustehen. Verwechslung oder Täuschung? Es gab Hinweise, dass sich jemand als Beresino Boy ausgegeben haben soll. Ob durch Cowboy-Hut, Armbinde oder einfach nur die Attitüde, war unklar. Aber klar ist, das Original erkennt man. Es redet, meist badisch, riecht nach Rauch wie ein Lagerfeuer und vor allem nach Steak. Wer das nicht mitbringt, ist vermutlich nur eine schlechte Kopie. Unfreiwillige Nachtwache. In der Frühe erreichte mich noch eine weitere Nachricht von Cohn. Auch die Beresino Boys hatten in ihrer Buschfunk-Sondermeldung bereits davon berichtet. Ein Raidversuch auf das Auffanglager in Beresino habe in der Nacht stattgefunden. Und wer war zur Stelle? Ja, ihr habt richtig gelesen. Cohn. Sein Bericht, den er mir schrieb, war eindrücklich und wurde von dem entsprechenden Material seiner Bodycam unterstützt. Er wollte nur kurz nach dem Rechten sehen. Ein Pilz gegen einen Pilz. So war der Plan. Doch stattdessen wurde er Zeuge eines nächtlichen Eindringlings, der dabei war, das Camp auszuräumen. Keine Funkverbindung, kein Backup. Cohn allein, mit DMR, ein Geschenk vom Schatten persönlich, Impro-Schalldämpfer und einem klaren Entschluss. Nicht wegsehen, nicht weglaufen, sondern handeln. Er beobachtete, legte an und stoppte den Dieb mit einem sauberen Schuss. Später beerdigte er den Körper, räumte auf, verbuddelte die Beute. Es war nicht sein Lager und nicht seine Aufgabe. Und doch übernahm er sie. Dafür dankte ich ihm. Es brauchte Mut, in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen, besonders in Momenten, in denen andere nur wegsehen oder weggehen würden. Er hat nicht nur geschossen, er hat geschützt. Er wird oft als Kauz beschrieben, als Einzelgänger. Und ja, manchmal ist er es auch. Aber heute, da war er ein Wächter im Dunkeln. Tja, und dann kam der Teil, der mir den Atem stocken ließ. Die Kleidung des Täters. Sie war verdächtig vertraut. Leser meiner Berichte werden es auch sofort erkannt haben. Der Look, die Ausrüstung, das Muster. Alles erinnerte frappierend an Avendor. Mein Herz schlug schneller, nicht aus Angst, sondern aus Entsetzen. Sollte der Haus- und Hoflieferant der Banana-Ops wirklich... Natürlich habe ich sofort reagiert, den Funk bemüht, das vertrauliche Gespräch mit der Leitung der Banana-Ops gesucht. Die Antwort kam prompt, respektvoll und offen. Die Wahrheit war wohl die: Avendor selbst wusste auch oft nicht genau, was er da eigentlich gerade trug. Er war wie ein Staubsauger, der jeglichen Loot um sich herum aufsaugte, ohne genau darauf zu achten, was gerade in seinen Taschen oder an seinem Körper landete. Aber eines war mir auch klar: Avendor und die Banana-Ops. Die mögen manchmal grob wirken, manchmal direkt und vielleicht mit Humor an unpassender Stelle. Aber sie würden nie ein Camp bestehlen. So ein schändliches Spiel, das passte nicht zu ihnen. Nein, das war jemand anderes. Ob dieser jemand bewusst Avendors Aussehen angenommen hatte, um Verwirrung zu stiften und eine falsche Spur zu legen? Um einen inneren Konflikt noch mehr zu beheizen? Oder war es einfach nur Zufall, wie so oft? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Ich habe aber inzwischen eine recht gute Ahnung, wer der Schuldige in jener Nacht gewesen ist. Aber wie so oft fehlt dieser eine letzte Beweis, dieses eine eindeutige Indiz, das die Maske vom Gesicht reißt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Denn wer einmal Blut geleckt hat, wer Gefallen daran gefunden hat, Grenzen zu übertreten, Unschuldige zu täuschen und hinterrücks zu handeln, der wird es wieder tun. Vielleicht nicht in Beresino, vielleicht nicht morgen, aber er wird wiederkommen. Und wenn er es tut, dann bin ich bereit, mit allem, was ich habe. Zum Schluss: Was bleibt von einem solchen Tag? Nicht viel, könnte man meinen. Und doch so viel. Ein Angreifer, der fiel. Ein Mann mit Pilzen im Rucksack auf der Suche nach einem Pilz. Aber mit Pflichtgefühl im Leib. Ich weiß nicht, was morgen bringt. Aber ich weiß, dass auch in der Nacht Menschen da sind, die nicht nur nehmen, sondern auch schützen. Und manchmal ist das genug. Bleibt wachsam, passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet: Herz aus Gold.